Servus und herzlich willkommen. In dem heutigen Video geht es um Flughafenverkehr, um Flugzeugverkehr, genau genommen um Traffic, nämlich um AI-Traffic. Das beste Add-on meiner Meinung nach, womit man richtig viel Spaß haben kann, ist einfach Beyond ATC. Das ist jetzt keine Werbung, das ist meine Meinung. Seitdem ich das nutze, macht es mir immens viel mehr Spaß als mit der Standard ATC vom Microsoft Flight Simulator. Du weißt sicher, was ich meine. Die ist ja eigentlich angeblich besser geworden im Vergleich zum 2020, aber immer noch weit weg von gut. Genau, dementsprechend muss da etwas her. Anders als andere KI-ATC-Tools das machen, sieht man die Flugzeuge bei Beyond ATC auch. Also die haben Traffic Injection. Die Flieger fahren am Flughafen wirklich herum, fliegen in der Luft wirklich herum und du hörst sie. Dementsprechend komplett auf die Default ATC von Asobo verzichtet, habe ich mir jetzt einen Flugplan erstellt von Wien nach Graz und wir werden uns einfach einmal anschauen, wie Beyond ATC in Action funktioniert. Und das machen wir jetzt. Wir haben da den Flugplan von Wien eben nach Graz, wir haben da einfach ein paar Details schon drin. Ich wähle hier noch eine Ankunft aus, nämlich die Rupe 3M. Dann haben wir da einen relativ schönen Plan und den schicken wir an die Flugsicherung. Das heißt, wir bekommen hier quasi mal einen schönen Flugplan mit unserer Route. Uhrzeit, was habe ich denn für eine Uhrzeit genommen? 18:05 Uhr, das heißt um 17:30 Uhr UTC wollen wir boarden. Und wir starten. Schauen uns mal an, was wir draußen finden. Nämlich nix. Wir haben da keinen Verkehr. Ich habe den Flughafenverkehr komplett auf Null gestellt. Ich möchte den eben mit Beyond ATC bekommen. Dann starten wir mal unser Programm. Wir müssen uns da einloggen. Der begrüßt mich ganz nett und ich drücke hier Fly und schon passiert's. Er lädt sich den Flugplan von SimBrief, weiß, wo ich bin und indiziert jetzt ein paar Flugzeuge. Genau, wir schauen uns dann auch gleich noch die Einstellungen dazu an. Jetzt müssen wir das einmal ein bisschen abwarten. Ich minimiere das Ganze. Im Hintergrund passiert das. Wir setzen uns in den Flieger rein. Wir drehen ihn natürlich einmal auf. Müssen ja dann fliegen. Einmal Batterie anschalten, externe Power an. Hier 1, 2 und 3 an, Crew Supply an, Nav Lights an und Emergency Lights an. Das reicht fürs erste Mal da oben. Dann Tablet weg, Fenster auf, frische Luft. Frische Luft kann man es natürlich schenken. Wir gehen ins Phoenix Tablet, importieren hier den Flugplan. Sehen hier auch schon, okay, in 33 Minuten geht's los. Von Wien nach Graz, sehr gut. Mass and Balance, wir schauen, ob GSX läuft. Das ist natürlich der Vorzeigeeffekt, das läuft jetzt natürlich nicht, ja eh klar, wir müssen die Coatl Engine starten. Schön, dass in Videos immer alles so gut funktioniert. Dann haben wir jetzt unser GSX geladen. Genau, und ich mache es wieder zu und sage hier Load Aircraft. Im Hintergrund passiert's, wir werden beladen und wir sehen auch schon, Beyond ATC hat ein bisschen Traffic initiiert. Das heißt, da stehen wunderschöne Flieger von Austrian Airlines, historische Daten von Flight Radar 24. Da haben wir eine Eurowings neben uns, eine LOD und noch ein paar andere nette Flieger. Also keine House-Liveries, so wie es bei der Standard ATC wäre von Microsoft, wo dann quasi wirklich die Boeing als Boeing eben dasteht und nicht als Austrian Airlines. Wenn wir mal hinschauen, ob wir da noch ein bisschen mehr sehen. Hält sich in Grenzen, also es ist nicht übermäßig überladen, es ist nicht alles voll, aber es ist definitiv überall ein bisschen was los und es stehen echte Flieger da, also eine Turkish Airlines. Da British Airways, da hinten fährt gerade einer, der wird anscheinend gerade zurückgepusht. Noch kann ich die Airline nicht erkennen, aber British. Nein, Air France. Sogar mit Sounds. Alles lässig, also total genial. Da ist richtig Leben auf meinem Flughafen jetzt.
Dann würde ich sagen, wir holen uns das Fenster mal in den Vordergrund, schauen uns die Einstellungen an. Wir haben hier einmal den Streamer-Mode, das heißt, ihr seht meine ID nicht. Hier quasi eine Radio Degradation Simulation, um den Funk ein bisschen realistischer schlecht klingen zu lassen. Es gibt auch noch International Basic Accents, das habe ich bei mir aus, weil dann klingt das Deutsche nämlich relativ komisch. Refer VA Call Signs habe ich aus. Enable Cockpit Radio Controls ist quasi gebunden mit der Lautstärke vom Cockpit Radio. Das habe ich entkoppelt. FPS zeigt er da unten an. Und er ist auf 60 eingestellt, das ist einfach recommended. Genau, es gibt dann noch ein Voice Volume, das ist dann die Voice Volume selber von der ATC. Und wir haben dann auch noch UI Sounds. Meine Stimme ist, also wenn ich Auto-Respond mache, nicht selber spreche, sondern sprechen lasse, spricht für mich eine US-Amerikanerin, eine weibliche, also ich habe eine Co-Pilotin. Genau, mein Input-Device ist mein Mikrofon. Und ich fahre gratis, das heißt mit den Gratis-Stimmen. Es gibt auch noch Premium Voices, die kosten dann. Da hat man dann Character Usage. Das habe ich mal probiert. Das ist auch ohne wirklich hervorragend. Also verglichen mit der Standard ATC von Microsoft ist das Tag und Nacht. Genau, und dann gibt es da noch ein paar Settings. Irgendwie ist dieses Fenster witzig. Scrollt immer wieder rauf. Machen wir das ein bisschen, wo man dann noch ein bisschen die Density einstellen kann. Also die Density, ich habe mal Traffic on, du kannst das Ganze auch ohne Traffic spielen. Und cool ist natürlich mit Traffic, das heißt meine Park Density ist auf 5 gestellt, das heißt ich habe hier den Mittelwert und bei den anderen Werten bin ich schon eins höher gegangen. Das heißt bei den Ankünften, bei den Abflügen und alle, die unterwegs sind. Genau, bin ich quasi von 6 von 10. Das mal so viel zu den Einstellungen. Gibt dann auch noch Model Matching Priority. Im Endeffekt hast du wahrscheinlich entweder FSLTL oder eins dieser anderen Add-ons. Die kannst du hier quasi priorisieren. Ich nutze FSLTL oder habe bisher FSLTL genutzt, bis ich Beyond ATC mir zugelegt habe. Und ich nutze diese Modelle. Das heißt, die müssen installiert sein im Community Folder, dass Beyond ATC diese schönen Flieger da auch genauso einmischen kann oder injizieren kann. Die kommen eben von FSLTL. Genau, dann haben wir hier unser Hauptfenster. Wir können hier sagen, wollen wir unsere eigene Kommunikation hören oder die fremde von den anderen Piloten. Wir wollen natürlich alles hören. Wir sind mit dem SIM connected. Es kann always on top bleiben, dann bleibt dieses Fenster immer oben. Das will ich nicht. Ich möchte das quasi immer wieder mit einer Tastenkombi holen und verstecken können. Das kann ich dann nur empfehlen auch zu machen. Da gibt es einen Donut. Dann kommt ein Donut raus und dann kannst du ihn wieder wegwerfen. Das ist ein Easter Egg, das ist auch recht lustig. Genau, und dann geht es eigentlich ums Eingemachte. Also grundsätzlich haben wir da jetzt einfach mal Frequencies und Orte. Gehen wir mal auf Frequencies, da steht uns alles zur Verfügung, was uns beim Abflug, Flughafen eben angeboten wird. Die ATIS, die immer da ist, die Clearance, dann gibt es Ground, dann gibt es Tower, Departure, Approach, Center. Das Ganze gibt es dann auch für den Zielflughafen, wobei wir den natürlich jetzt nicht erreichen, weil wir sind ja nicht in Funkreichweite. Genau, wir schauen uns jetzt einmal die Clearance an. Ich klicke da drauf und schon haben wir auf die Clearance geswitcht. Also er switcht automatisch die Radio Frequency im Flugzeug. Wer das nicht will, kann das da auf Off stellen. Also mir ist das zu blöd, wenn ich da kein Ding habe, dann möchte ich da jetzt nicht beim Mausrad rumscrollen. Switcht er bei mir automatisch um und er spricht automatisch. Das heißt, er respondet automatisch, wenn er denn responden muss. Genau, und ich würde jetzt sagen, wir machen hier einmal die erste Geschichte, also man kann hier mit einem Mikrofon sprechen, wirklich sprechen, oder ich kann auch den Button drücken. Natürlich möchte ich jetzt sprechen, also wir können hier bei Beyond ATC auch eine Mischform haben, also wer nicht alles aufsprechen möchte oder noch nicht ganz so fit ist in der Phraseologie, genau, der kann auch Teile sprechen und ich bin momentan auch noch so, dass ich reinspreche und dann manchmal während dem Flug lasse ich Auto-Respond an und ein paar Phrasen spreche ich selber. Ich würde sagen, wir sprechen unsere erste. Austrian 320 request IFR clearance to Graz. Ich hoffe, er hat mich verstanden. Ja, er hat mich verstanden. Ja. Okay, das sind die ersten Anweisungen. Das heißt, wir haben hier Expect Runway 29. Wie du jetzt hörst, Auto-Respond ist an. Ich hätte das sonst wiederholen müssen. Ja, ich kann das wiederholen, aber wenn ich mal keine Lust habe,
habe ich auch die Möglichkeit, einfach es wiederholen zu lassen und die Kommunikation findet trotzdem statt. Contact ground 121.775 when ready for push or start. Das lasse ich jetzt einfach mal so, genau, und dann stellen wir das alles einmal ein. Also wir haben hier eine Initial Climb to 7000, ist eingestellt, wir haben den Flugplan dann noch zum Laden, wir haben einen Squawk von 1000 und wir müssen dann den Flugplan noch laden. Genau, dann gehe ich mal in die AZO, ich lade hier mal ein bisschen kompakter da hinein und schauen darüber. AOC-Menü, Flight Init. Wir initialisieren den Flug. Ich minimiere Beyond ATC mal fürs erste wieder. Hier Received Messages. Wir haben unser Loadsheet. Das Loadsheet akzeptieren wir. Wir gehen auf Flugplan. Aber das machen wir dann im anderen. Wir gehen aufs FMGC. Wir gehen auf Init. Wir laden uns den Flugplan mal rein. Ich gebe parallel auch schon unsere Flugnummer rein. Das ist die Austrian 320. Die inserten wir, ich glaube wir fliegen bei 14.000 Fuß mit einem Cost-Index von 36. 14.000 Fuß bei einem Cost-Index von 36. Wir holen uns den Wind. Und wir sind eigentlich dann, was den Flugplan angeht, also was die Initialisierung angeht, dann schon mal safe, dass wir den Flugplan starten können. Wir wissen, wir starten von der 29er, oder? Das war doch die 29er. Genau, das bietet er uns hier noch einmal wunderbar in einer Übersicht an. Also Taxi to Runway 29er über die SID Irgo 2C, Transition über die Rupert, Walk 1000 und das ist die Ground Frequency. Genau, also Runway 29er über die Irgo 2C und wir inserten. Landen tun wir in Graz dann über Rupert 2M auf der 16C. Das hat kein ILS, da nehmen wir RNAV. Rupert 2M via BIP, glaube ich, ist das da unten. Genau. Da war das auch. Machen Insert und wir haben einen stattlichen Flugplan, den wir abfliegen können. Macht Beyond ATC wieder zu. Kommen wir aus der Ansicht nicht mehr raus. Bin ich draußen? Okay. Wir starten mal unsere APU. Ich nehme an, wir sind da draußen schon am Beladen werden. Genau, wir werden da ordentlich beladen, sind aber dann schon befüllt worden mit Fuel. Das heißt, wir nehmen die Fuel Pumps und schalten die mal an. Dann schalte ich die APU mal ein und zwar Start On. Dann auch immer mein Zeitpunkt, wo ich dann spätestens jetzt das Fenster schließe. Warum auch immer. Und schauen wir uns den Flugplan an. Wir haben hier den Flugplan, switchen auf Plan um und schauen mal durch, ob da alles okay ist. Das schaut eigentlich nicht gut aus. Da haben wir so eine lustige Schleife, die wir eigentlich nicht fliegen wollen. Das heißt, genau genommen wollen wir eigentlich nach 822 wollen wir Direct to Ronot. Macht er da sogar. Aber wo hat's den Hund? Ja, dieses 501 ist, glaube ich, zu viel. Das tut uns weh. Löschen wir das da mal raus. 822 passt. Dann kommt eine Wiederholung. Ich würde sagen, wir machen bei dem hier einfach Direct to Ronot. Dann schaut das ordentlich aus. Wir gehen auf Insert und wir haben hier ein bisschen weniger Chaos im Anflug. Genau. Vielleicht werden wir eh geweckt dort. Schauen wir mal, was Beyond ATC mit uns macht. Aber unser Standardflugplan ist jetzt einmal wie er ist. Okidoki. Beladung findet noch statt. APU läuft. Wir können die APU Bleed schon mal einschalten. Ja. Passagiere sitzen schon alle, ja, bis auf einer. Das ist ein Bug. Einer zu wenig habe ich auch noch nie gehabt. Schauen wir mal, was das wird.
Ja doch, der letzte ist irgendwie gerade jetzt erst zugestiegen. Ist auch okay. Ich schalte mir da meine Constraints mal ein im Flugcomputer. Und wir können eigentlich ein bisschen warten. Weil wir haben hier noch Baggage Loading. Der perfekte Zeitpunkt für einen Schluck. Es geht ja eigentlich auch gar nicht ums Beladen, es geht um Beyond ATC. Da kommt gerade ein Flieger, der schaut mal so aus, als käme der gerade oder als würde er wegfliegen. Es gibt bei Beyond ATC auch noch so eine Traffic Map, das ist eine eigene App, die nebenbei mitläuft. Da kannst du quasi schauen, was du siehst. Also der zeigt einem dann an, was man wirklich als Visible hat. Das heißt, die sehen wir wirklich. Und was wir nur hören im Umkreis, das sind dann halt ein bisschen mehr, da ist der Radius einfach ein bisschen weiter gedehnt. Jetzt können wir ja eigentlich schauen, sehen wir den Kollegen da? Der ist, oder? Der hätte da gerade eigentlich fahren müssen. Ah, da fährt er ja eh. From LOWW to EGLL, British Airways. Also das ist er. Den kann man da gerade zuschauen, wie er jetzt vermutlich abhebt. Wenn wir da jetzt ganz kurz vorfahren, genau, zur Runway. Wird sich der da vermutlich gleich einparken. Mit Sounds, mit allem. Wo fährst du hin? Auf die 29er? Ja, okay. Aber über Alpha One Exit. Genau. Sehr brav auf der gelben Linie. Jetzt sollte man eigentlich hören. Der wird ja vermutlich auch eine Departure-Geschichte anfragen. Aber wir sind auf der Frequency noch nicht. Okay, dann nicht. Der hat jetzt seine Clearance bekommen und wird jetzt auf die Rollbahn fahren. Die ATIS-Information aktualisiert sich gerade, hören wir über Funk von Beyond ATC. Der wird wahrscheinlich jetzt entweder noch kurz stehen bleiben oder direkt einen Rolling Takeoff machen. Was macht er? Schaut mir nach Rolling Takeoff aus. Na, er bleibt stehen. Und jetzt können wir ihm winken und er wird abheben und einen erfolgreichen Start auf jeden Fall absolvieren. Wird dann gleich der Takeoff-Roll passieren. Die Runway wird irgendwann einmal aufhören. Und er ist in der Luft. Hier ab und er ist weg. Also bitte, wie geil ist diese Immersion mit Beyond ATC? Da ist jetzt gerade in Wien ist verhältnismäßig wenig los, muss man sagen. Da fährt gerade sonst keiner. Aber wir waren gerade live dabei. Das ist Leben. So, hauen wir uns wieder hinter das Flugzeug. APU ist gestartet. Wir waren so weit weg, dass sich sogar unsere Jetways schon getrennt haben. Das ist ja irgendwie so ein netter Bug, den es immer noch gibt. Aber egal. Jetzt holen wir uns Beyond ATC wieder in den Vordergrund. Und ich würde sagen, wir requesten jetzt Push und Start. Austrian 320 request Pushback and Engine Start. Austrian 320, Green ground, pushback approved. Face southeast.
Jetzt zeigt er Face Southeast. Genau. Also man kommt rein, ich spreche noch nicht alles, das wird, aber man kann damit super üben. Es muss einem nicht peinlich sein. Also mir wäre das peinlich, wenn ich das auf Watzim oder sowas machen würde. Jetzt schon in meinem Level. Naja, sei es so. Wir holen uns Beacon. Damit initialisieren wir das Boarding. Die externe Power habe ich jetzt vergessen abzudrehen, den Switch hat man gerade gehört. Aber verabschieden wir uns da mal. Da hinten fährt eine Turkish Airlines. Die wird vermutlich... Bist du ein A321? Könnte sein, ja. Und dann parallel, das habe ich euch vorhin gar nicht erklärt, ist hier gibt es auch noch eine Map. Das heißt, du siehst, wer hier tatsächlich hier im ganz nahen Umkreis am Boden steht. Und wenn wir zur Rollbahn navigieren müssen und du kennst dich nicht aus, so wie ich, und fangst mit den Buchstaben noch wenig an, weil du einfach die Pläne nicht kennst am Flughafen, wobei Wien kenne ich mittlerweile schon, kannst du hier einfach dieser Spur folgen, so wie im Navi. Total praktisch. Wir machen jetzt einmal spaßhalber einen Radio-Check. Radio-Check. Das klingt gut. Perfekt. So, dann gehen wir da wieder in die Innenansicht. Ich schätze mal, GSX möchte von uns die Pushback Direction wissen. Genau, wir sollen Southeast, also nehmen wir East. Wir releasen die Parking Brakes. Und wir werden zurückgepusht. Beyond ATC brauchen wir erstmal nicht. Wir lassen uns da jetzt mal zurückpushen. Wir starten die Engines. Sehr geehrte Gäste, einen schönen guten Abend und recht herzlich willkommen auf Ihrem Austrian Airlines Flug. Wir begrüßen auch herzlich unsere Gäste der Star Alliance Partner und unsere Statuskunden. Ich heiße Peter Benz und freue mich, Sie heute mit meinem Team betreuen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Dear guests, a wonderful good evening and a warm welcome to your Austrian Airlines flight. We would also welcome our guests booked with our Star Alliance Partners. Ja, ich stehe auf die Engine Sounds. My name is Peter Benz and with my crew, Comfort. We wish you now a pleasant stay on board. Sehr geehrte Gäste, ich möchte Starting Sie mit Engine den One. Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeuges vertraut machen, bitten Sie daher um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Dear guests, we will now familiarize our safety instructions of this aircraft and we ask for your undivided attention. Wir zeigen Ihnen jetzt wieder öffnen können. We will now show you how your seat. Wir setzen die Parkbremse. Ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie die Maske auf Mund und Nase und streifen das elastische Band über Ihren Kopf. Helfen Sie danach Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. If there is a loss in cap, will be automatically. Wir werden die Flaps mal auf 1 setzen. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the oxygen mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and people who require assistance. Bitte werfen Sie jetzt einen Blick in die Informationskarten mit allen Sicherheitshinweisen. Sie finden Das, was man da hört, ist übrigens der Phoenix. Schutzhaltung. Eine Custom Cabin Ansage. Das ist nicht Beyond ATC. Legen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Gut, dann sind wir da soweit ready. Wir werden da mal unsere Taxi Lights anmachen. Seatbelt Signs sind on. No Smoking ist on. Das war eh nie erlaubt. Die Tür ist zu. Wir machen Predicted Wind Shear ein. Wieso stehen wir da? Genau, die Weights müssen wir noch initialisieren. Den Flugplan haben wir ja schon gemacht. Aber die Weights nicht. Genau, dann initialisieren wir noch die Weights. Ich wechsle wieder aufs Tablet. Wir sind ja jetzt beladen. Ich sende das, was wir bekommen haben, in die MCDU.
gehe hier gleich auch noch daher. Wir wissen, auf der 29er starten wir. Wir laden uns das Wetter, beziehungsweise die Aircraft Configuration. Wir laden uns das Wetter, wir calculaten das. Wir übertragen es an die MCDU. Wir starten bei 147. Flaps down 1. Und den Horizontal Stabilizer werden wir auf 0,4 down machen. Das ist in etwa da. Und genau, dann haben wir TICA Standby Company Message. Wir haben noch ein Loadsheet bekommen. Ein finales Loadsheet. Da werden wir wahrscheinlich noch erfahren, dass ein paar Leute mehr mitfliegen, nämlich 5 Stück mehr. Ich hoffe, die haben alle bezahlt dafür. Und wir gehen retour. Ich hole mir den Flugplan, ich hole mir hier die Performance Page. Und ich würde sagen, wir stehen auf der Taxiway. Taxi Light ist an. EPU Bleed schalte ich aus. EPU Master schalte ich aus. Und wir gehen auf den Normal Mode und wir den Park Brake aus, ab und Wiki vor. Schauen wir mal, wie wir da Gas geben, dass wir uns vorbewegen. Von Beyond ATC wissen wir ja, dass wir, Moment, genau, noch keine Taxi Clearance haben. Austrian 320 request taxi to runway. Austrian 320, runway 29 taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Mike, Jetzt Alpha probieren 1. wir was. Ich spreche das zurück. Runway 29 taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Mike, Alpha 1, Austrian 320. Negative, taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Mike, Alpha 1. Taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Mike, Alpha 1, Austrian 320. Negative, taxi Okay, via Whiskey, also jetzt Echo X-Ray 2, Mike, Alpha 1. Echo X-Ray 2, Mike, Alpha 1, das müsste doch stimmen. Taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Mike, Alpha 1, Austrian 320. Negative, taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Mike, Alpha Also 1. jetzt ärgerst mich. Taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Mike, Alpha 1, Austrian 320. Negative, taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Dann Mike, gibst dir wohin. Alpha So. 1. Wir readen das Spec. Runway 29er taxi via Whiskey, Echo X-Ray 2, Mike, Alpha 1, Austrian 320. Also vom Gefühl her habe ich das gesagt. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du das anders siehst oder wenn du mir zustimmst, aber ich glaube vom Gefühl her habe ich das gesagt. Der versteht mich noch nicht. Naja gut, wir haben jetzt Taxi Clearance über diese Straße hier, beziehungsweise über diese Wegpunkte. Genau, das sehen wir dann noch einmal. Das lassen wir uns jetzt einfach eingeblendet. Ich löse die Park Brake und wir düsen da mal ein bisschen los. Dann will das Flugzeug ein bisschen was von uns, nämlich Auto Brake auf Max, Spoilers auf Arm, Takeoff Config auf Test. Kickers schalten wir dann ein, wenn wir vor der Runway stehen, und jetzt düsen wir da mal ein bisschen vor. Wir wissen, wir fahren ein bisschen vor. Ein bisschen zurückrutschen, ich muss ja die Pedale auch erreichen können. Und dann schauen wir, dass wir auf der gelben Linie bleiben. So, da vorne fahren wir rechts. Können wir das einmal verifizieren. Genau. Ein bisschen mehr rechts, genau so, ja. Dann meine ich, glaube ich, dass wir einmal kreuzen, korrekt, und dann fahren wir auf der, was ist denn das? Ist das die Mike oder ist das die Lima? Die Mike, okay. Und dann ist es eh schon Exit
2 Alpha 1. Auf der Mike, da vorne ist Alpha 2, wir müssen Alpha 1. So, wir müssen Ground contacten, ich habe Autos Respawn wieder abgeschalten, das kriegen wir hin. Contact Wien Tower 119er Decimal 4, Austrian 320. Ja, das hat er verstanden. Und wir stellen uns da mal her. Und bleiben stehen. Nehmen Schub raus und wir requesten Departure. Austrian 320 request Departure. Das ist wahrscheinlich auch nicht der ganze Satz, den man richtig sagen wird, weil ich glaube, die Runway sagt man noch dazu. Runway 29er cleared for takeoff. Austrian 320. Perfekt. Gehen wir, geht schon. Wir müssen Lichter aufdrehen. Und zwar Landelichter, Strobe Lights. Wir wollen ja gesehen werden. Und Parkbremse lösen. Bisschen Schub. Und jetzt ist der Zeitpunkt, um auf jeden Fall TCAS zu aktivieren. Da ein bisschen zu wenig Schub. Das ist wahrscheinlich zu viel. Er ist schon sehr empfindlich da, dieser Throttle-Quadrant. Die Frage haben wir da eh. Genau, hinter uns haben wir auf jeden Fall einen Kollegen. Das schaut mal nach einer dicken 777 aus, wenn du mich fragst. Wunderschön. Richtig geil, dass da ein bisschen was los ist. Dann alignen wir uns da mal auf der Runway. Und dann würde ich sagen, ready for takeoff. Mal ein bisschen Schub. Und auf geht's. Wir sehen auch, der Kollege da hinten, der holdet jetzt short, wie wir im Hintergrund hören. Wir schauen, dass wir da halbwegs mittig bleiben. Und wir kommen Richtung V1 Rotate. Positive Rate, Gear up. Ich kann mich wieder normal hinsetzen, ich brauche keine Rudder Pedals mehr. Und wir lenken nach links. Ja, das sieht man auch noch nicht allzu viel, aber okay. Unser wunderschöner Flughafen Wien. Wir müssen sprechen, Gottes Willen, wir haben ganz vergessen, dass wir da ja reden müssen. Contact Wien Radar 129er Decimal 05 Austrian 320. So, wir setzen den Thrust zurück auf Climb Thrust. Wien Radar Austrian 320, Servus. Ich glaube, normalerweise sagt man die Climb-Attitude dazu, wo man hinclimbt. Wir climben 10.000, ist okay. Wir müssen das readbacken oder backreaden. Climb 100 Austrian 320. Okay. 10,000 feet.
Climb to 10,000 feet, Austrian 320. Na bitte. 10,000 feet. So wie vorhin erwähnt, also das hier, das Map-Symbol ist in der Luft nicht verfügbar. Das ist einfach nur für Bodensachen, wie man vorhin am Flugplatz gesehen hat, also am Flughafen. Wenn man jetzt sehen will, wer so im Umkreis ist und so weiter, dann braucht man diese Beyond ATC Traffic Map. Genau. Schauen wir uns noch einmal an, was wir im Umkreis haben. Es geht ja heute eigentlich um Beyond ATC. Austrian 320, contact Vienna Center 124.4. Ja, da ist schon ein bisschen was im Umkreis. Contact Vienna Center 124.4 Austrian 320. Perfekt. Ich weiß nicht, was er da vorhin beim Taxi hatte mit diesen Taxiways. Hat er mich irgendwo missverstanden anscheinend. Okay, wir announced unser Frequency. Vienna Center Austrian 320 climbing to 100. Servus. Austrian 320, Vienna Center. Good evening. Identified. Climb to flight level 140. Na bitte, machen wir doch. Wir setzen das und backreaden das. Climb to flight level 140 Austrian 320. Gut, hätten wir das erledigt. Also dabei haben wir nichts mehr zu tun. Wir werden dann natürlich noch gehandofft auf vermutlich einen anderen Controller. Aber das war jetzt einmal im Großen und Ganzen die harte Kommunikation, würde ich sagen. Das heißt, was haben wir da? Landing Lights sind noch an, die können wir jetzt abdrehen. Wir sind über 10.000 Fuß. Taxi Lights drehen wir ab. Ground Spoilers sind noch gearmt, das ändern wir. Seatbelt Signs machen wir weg. Die Leute dürfen aufstehen. Und alles okay. Und wir sollten natürlich mal den Autopiloten aktivieren. Das habe ich jetzt in meiner Panik ganz vergessen. Es ist schon ziemlich viel Overload, wenn man plötzlich nicht mehr nur auf einen Button drückt und sagt, okay, call ready when sent, sondern wenn man es wirklich sprechen muss. Man ist komplett abgelenkt. Also das macht schon Sinn, dass das im echten Leben auch zwei Leute machen. So, wir setzen Altimeter und schauen, dass der Flieger für uns fliegt. Ich würde auch sagen, wir machen da jetzt einfach mal voll fett die Simrate rein und lassen uns da in vierfacher Geschwindigkeit mal durchziehen. Flaps haben wir ja auch noch gar nicht draußen, sehe ich gerade. Die hätte man ja jetzt wegtun sollen. Das haben wir jetzt quasi einfach mal übergespeedet. Sorry dafür. Normal haue ich die Flaps schon nur dann raus, wenn auch die Speed passt. So, wir sind auf unserer Cruise Altitude. Ich hau die Simrate kurz raus, dass er uns da stabilisieren kann. Und der Flieger will von uns schon die Descent Data wissen, das holen wir uns auch gleich noch. Wir wissen ja eigentlich, glaube ich, noch gar nicht, wo wir landen werden, oder? Wissen wir das schon? Na, das hat er uns noch gar nicht gesagt. Genau, das wissen wir noch gar nicht. Ja, dann können wir es ja eigentlich nur annehmen. Das wird die 16C sein, die Strecke ohne ILS. Das kriegen wir hin. Landing Weight werden wir nachher haben, wenn wir jetzt bei 63 Tonnen sind. Ja, wahrscheinlich 62. Ändert das nachher noch einmal, aber gut, wir können da landen, das geht sich aus. Und ja, dann... Genau, zurück zum Tool. Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Stimmen nicht hören willst, kannst du das einfach wegmachen. Dann hörst du nur deine eigenen Stimmen und nicht die Flieger vom anderen. Das kann ganz praktisch sein. Ja, ich weiß gar nicht. Lassen wir es mal kurz passieren. So wie es ausschaut. Nein, jetzt müssen wir was sagen. So, nein, müssen wir nichts sagen. Also es ist so, wir hören es, aber wir lesen es nicht mit.
wenn man das ausschaltet. Und hier das gleiche, ja, okay. So ist das zum Sehen. Da war ich mir jetzt gar nicht sicher. Und jetzt können wir ja testweise auch einmal sagen, okay, wir gehen auf die Premium Voices und schauen, ob wir einen Unterschied hören. Windcheck. Windcheck und Radiocheck müssten immer gehen. Aircraft calling for radio check reading you loud and clear. Das waren jetzt Premium Voice. Windcheck. Radio check. Vienna Center, Austrian 320, go ahead. Das hat er jetzt nicht verstanden. Vienna Center, Austrian 320, go ahead. Radio check. Aircraft calling for radio check, readability 5. Und da, die Qualität ist super, auch mit Basic Voices. Also, das ist super. Kann man wirklich nichts sagen. Was sagt unser Flieger? Teamrate haben wir rein. Wir die senden dann hier gleich wieder. Okay. 320, route 3 make it runway 16 center. Wir kriegen wieder Anweisungen. Passt, okay, das machen wir. Rupe 3 Mike Runway 16 Center. Report ready for descent Austrian 320. Und eigentlich könnten wir auch schon reporten, dass wir wirklich ready for descent sind. Wir sind es eigentlich gleich, ja? Okay, hat er eh checkt, passt, okay. Descent to flight level 110 Austrian 320. Machen wir doch. Und tun wir. Wir descenden. Wir brauchen more drag, sagt er. Na dann gehen wir im more drag und fahren mal die Speed Brakes aus. Weil wir sind ein bisschen später in den Sinkflug gegangen, als der Flugplan eigentlich schon gehen wollte. Jetzt fährt er damit 5000. Ist der verrückt? Was hat denn der vor? Das ist ja eine richtige Schräglage. Das speibt man sich ja an. Ja, aber wir stabilisieren uns wieder. 4000 Fuß pro Minute. 3000 Fuß pro Minute. Na, das ist jetzt wieder okay. Ich hau die Speed Brakes wieder raus. Und ich glaube, ab jetzt ist der Descent wieder halbwegs in Ordnung. Würde ich einmal sagen. Wir haben unsere 11.000 gleich erreicht. Die Frage, versteht ihr auch irgendwas? Hello, how are you? Austrian 320, A-OK. Now clear the comms. Na? Okay. Lustig. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber okay. Also, er lehnt mich ab. 00 Alpha, contact Proc Center 118.37. Wir sollten weiter descenden, oder? Sonst haben wir ja wieder das Problem. Wir müssen ja ehrlich gestehen, wir haben im Flugplan ja ein bisschen abgekürzt. 4100 Alpha. Austrian 320 request altitude change to 7000 feet. Austrian 320, you broke up. Say I again, broke up. altitude. 7000 feet Austrian 320. Austrian 320, I didn't get that altitude. Okay. Say again, altitude. 7000 feet Austrian 320. Austrian 320, you broke Okay, das checkt er nicht. Say again, altitude. Aber ich kann es auswählen. Ich wähle mal 7000 aus. Request 7,000 feet. Request Austrian 320. 7000. Wahrscheinlich habe ich das Request, hätte ich sagen müssen. Austrian 320, Unable at this time. this time.
Also ich fürchte, durch unsere Abkürzung haben wir da auf jeden Fall nicht mehr ganz den Plan. Weil wir sind ja da schon dann im Final. Und auf 11.000 Fuß ist hart. Es ist hart. Genau, das wird uns so nicht gelingen. In 23 Meilen sind wir schon da. Das geht ja auch nicht aus. Da werden wir eine Holding einbauen müssen. Okay, wir dürfen descenden. Descend to 6,500 feet, QNH 1015, Austrian 320. Wir werden aber bei Ronald Hold einbauen. Computed. Und jetzt schon. Der soll uns da einmal eine kleine Runde fliegen. Wir sind zu hoch. 11.000 Fuß kommen wir nie runter. 6.500 dürfen wir. Also machen wir mal 6.000 draus. Immer genau, machen wir 6,5 draus. Wir fliegen ja jetzt mit möglichst realer ATC. Der möchte da wieder more Drag haben, eh klar, wir sind zu hoch. Ich hau ihm die Speedbrakes raus. Jetzt wissen wir schon, wo wir hinwollen? Nö. Hat er uns das noch nicht gesagt? Oh ja, Route 3, Runway 16, Report ready for descent. Genau, wir haben es eh wiederholt. Das heißt, dann wissen wir es eigentlich eh schon. Dann sind wir hier, Meter Refresh, aktualisieren, Apply Meter. Wir haben hier dann in der Performance Page einen QNH 1015. Temperatur 14 Grad. Mark Wind haben wir 340,04. Und das hat er nicht genommen. Und Baro machen wir 200. Und wir müssen Beyond ATC antworten. Contact Graz Radar 120.44 Austrian 320. Graz Radar Austrian 320. Hello, Servus. Descending to flight level 9000. Das ist auch nicht ganz richtig gewesen. 9000 Feet. Aber schauen wir mal. Radar checkt. Perfekt. Der verzeiht Fehler. Den 15. RNAV 16C haben wir eingegeben. PIP 2N, glaube ich, haben wir vorhin auch gesehen. Er möchte schon anderen Barometer haben, dann soll er den bekommen. Genau, wir sind unter 10.000 Fuß, wir machen unsere Landelichter an. Wir müssen das noch backreaden. QNH 1015 expect the RNAV 16 center with the PIB2 November transition, Austrian 320. Na, da bin ich jetzt super gespannt. Boah, hat er genommen. Nicht schlecht. Na bitte. So. Wir sollten viel weiter unten sein, als wir sind, sagt uns das Flugzeug. Wir sind aber verdammt langsam schon. Na, dann werden wir halt einmal die Speedbrakes raushauen. Und wir werden die Holding dann da wieder verlassen. Das wird sich dann vermutlich ausgehen. Wir werden das sagen, exit immediately. Und dann werden wir sehen, wo kommen wir raus. Also kommt er eigentlich genau wieder bei Ronald rein und auf seinen Final Approach. Genau das, was wir wollen. Na perfekt. Ja. Dann schaffen wir das. So, die Cabin ist auch ready. Danke. Machen wir Seatbelt Signs an. Und warten ab. Gönnen uns einen Blick nach draußen.
Da kommen dann schon die Bergs. Ein paar Bergs. Der macht da eine relativ harte, scharfe Kurve. Die werden wir nicht ganz so abfliegen können, nehme ich einmal an. Aber macht nichts. Ah, ich sehe gerade, Ronald hat sogar einen Constraint drin von 7500 Fuß. Naja, dann würde ich sagen, dann skippen wir den Punkt, oder? Machen wir ein Direct. Wir sind halt total fix unterwegs. Wir werden vielleicht... Haben wir den Direct to? Den kann man doch hier eigentlich auch machen. Okay, Request Direct to Fix. Austrian 320, request direct to fix. Jetzt kann ich mal wahrscheinlich aussuchen, welchen. Ja, genau. Stay fixed name. Und wir wollen WG, boah, was wollen wir denn? 814? Ja, sowas. Request direct to WG814, Austrian 320. Das hat in dem Fall wieder meine Co-Pilotin übernommen. Danke dafür. Your flight plan right now. Unable direct WG814 at this time. Das war ein schlechtes Beispiel, dass wir da einfach die Abkürzung ausgebaut haben mit dieser Extraschleife da, die ja eigentlich wenig Sinn macht. Ich habe eigentlich gehofft, dass er uns reinvektort, aber scheinbar macht er das jetzt nicht. Probieren wir es noch einmal. Austrian Vielleicht 320, schaffen wir ja request den direct to nächsten. fix. Oder nehmen wir noch einmal 814. Austrian 320, Roger. Stay fixed name. Request direct to WG814 Austrian 320. Austrian 320, WW2906 is behind you. Unable direct WW2906. Das habe ich zwar nicht gesagt, aber ist okay. So, wir haben hier unseren Landepfad. Wir werden da mal runtergehen. Und beinhart jetzt auf die Landeclearance pfeifen. Austrian 320 established on final approach. Checkt er das? Lasst er mich das machen? Austrian 320, Roger. Stay Das approach. hat er nicht verstanden. Wir machen da mal Request Arnav RNAV runway on. 16 center, Austrian 320. Ich gehe da mal in den Approach-Modus. 320, you're already assigned RNAV runway 16 center. Wir sind da auch schon im Approach-Modus. Das heißt, wir lassen uns da jetzt einfach den Final Approach runterfliegen. Der weiß leider blöderweise, wo wir sind. 2,500. Gibt er uns noch die Clearance? Austrian 320 established on final approach. Austrian 320, Roger. Stay approach. Bin da mal so frei und dort sind wir schon. Request visual runway 16 center, Austrian 320. Austrian 320, airport is Ja, das verstehe ich. Man sieht da nichts. unable. Will ich hoffen. Also auch er weiß, dass man nichts sieht. Man sieht ja wirklich nichts. Geschweinerei. Ich glaube, wir landen jetzt ohne Landing Clearance. Geht nicht anders. Haben wir die Flaps mal raus.
Best Data hat er auch noch immer nicht. Haben wir ihm doch schon gesagt. Temperatur hat er verloren. 14 Grad haben wir gesagt. Austrian 320, cleared direct pivot, cross pivot at or above 3,500 feet, cleared RNAV runway 16 center. Der glaubt, wir sind woanders. Ich schaffe das jetzt eh nicht, muss ich sagen. Wir sind zu schnell, oder? Sind wir zu schnell? Wir sind viel zu schnell. Wir starten da noch einmal durch und drehen noch einmal eine Runde. Schauen wir mal, ob ich das kann. Austrian 320, Graz radar. Ja, Flaps haben wir auf 1, das passt. Lassen wir uns auf 5000 Fuß hoch. Ja, so war das nicht geplant. Cleared Arnav, 16 Center Approach, maintain 3500 feet, Austrian 320. Wir müssen schauen, kann man da PBIP eingeben? Ja, jetzt müsste man nur noch wissen, wie das funktioniert, gell? Den Secondary Flight Plan, da ist auch nichts drin. Wir wollen eigentlich, Init haben wir ja auch eigentlich schon nichts zu tun. Wir wollen ja eigentlich nur einen neuen Wegpunkt haben. Next Waypoint, BIBIB. Müsste der eigentlich gehen, BIBIB. Theoretisch haben wir ja eigentlich immer noch... Müssen wir New Destination machen? Da würde ich mich freuen, wenn sich da einer auskennt und mir jemand kommentiert, was ich da falsch mache. Ich mache da noch einmal so, jetzt haben wir ein neues Ziel, dann haben wir eine neue Arrival. Doch, dann müsste es eigentlich genauso gehen. Wir haben ja Clearance gekriegt für RNAV 16 Center über... Puh, was war denn das? Hupe 3M war das, oder? BIBIB. BIB 2M. Okay. Wir haben... Was haben wir denn da jetzt? Select Heading First. Da ist wieder kein Ziel drin. Na, das war Käse. Ja, mag uns da jetzt nicht, dann möchtest du mal ein Heading reindrehen, dann drehen wir ein Heading rein. Schau mal, was wir für ein Heading da reindreht haben. Möglichst mal zurück. Im besten Fall, genau, und dann schauen wir mal. Kann man die Discontinuity raustun? Ja, die kann man raustun. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal straight was drin. Dann können wir jetzt noch einmal probieren. Arrival, RNAV 16C, jetzt zum Glück haben wir Zeit. BIP 2M. Na, das ist nicht okay. Wir wollen auf jeden Fall mal dorthin. Das ist schon mal ein guter Punkt. Dann sind wir mal PBIB.
L O W E. Ich habe mir eigentlich gedacht, das wird ein Erklärvideo für Beyond ATC, aber das ist ja traurig, was da gerade passiert. Wir werden da einfach mal Rupe 2M mit auswählen und schauen, was passiert. Da kriegen wir jetzt ein paar Punkte mehr mit rein. Viel zu viel eigentlich, oder? Select Heading Track First, dann machen wir das. Dann inserten wir das. Jetzt fahren wir also fliegen nach rechts. Macht schon Sinn, hoffentlich. Ja, das wird. Ich glaube, langsam habe ich wieder ein gutes Gefühl, dass wir das schaffen. Der Flughafen müsste ja eigentlich dann da unten sein irgendwo. Könnte sein, jetzt eigentlich vor uns, genau hier. Na Org. Das war so nicht geplant. Okay, wie fliegt er uns da jetzt am blödesten? Der macht jetzt eine geradeaus nach Ronald. Na gut, dann werden wir noch ein bisschen Heading fliegen. Das macht unsere ATC, das was wir eigentlich besprechen wollten. Genau, der lässt uns jetzt auf jeden Fall da haben wir vergessen zum Antworten. Aber ich kann dann Report Established sagen, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Weil der von unserem Go-Around auch gar nichts mitkriegt. So, Landing Signal können wir uns eigentlich, glaube ich, na. Lassen wir das einmal weg. Dann haben wir diese Guidance hier im Computer drin. Ich würde auch sagen, wir spielen da jetzt ein bisschen vor. Da scheint es zu regnen. Kurz hat es geregnet. So, und wir sind dann noch im NAV. Das heißt, wir wollen eigentlich dann relativ bald mal nach Ronald abbiegen. Bei Ronald müssen wir aber 7.500 Fuß haben, das heißt, das werden wir nicht machen. Wir werden da jetzt mal wieder die SIM-Rate reduzieren. Und dann werden wir da beinhart sagen, direct auf diese Geschichte hier, Direct 814, das was wir vorhin eigentlich mit Funk versucht haben zu erreichen, aber nicht erreicht haben. Dann dreht er da jetzt. Perfekt. Und dann kann man sagen, Report Established. Wir sollten bei WG 814 eigentlich 5.500 Fuß haben. Das haben wir jetzt einmal kurz nicht gelesen, weil die werden wir nicht haben. Wir sind recht langsam. Flaps haben wir Stufe 1 draußen. Wir könnten Flaps eigentlich Stufe 2 ausfahren. Wir haben noch 17 Meilen. Naja, das ist ein bisschen früh. Dann bleiben wir einfach einmal so konfiguriert. Das ist schon okay. Normalerweise wären wir da wahrscheinlich noch eine Spur schneller. Ich speedel da wieder ein bisschen.
Da, Simrate wieder weg. Jetzt wird es interessant, weil wir kommen jetzt in den Approach. Ich drücke jetzt auch die Approach-Taste, dass wir in unseren Final Approach da reinkommen. Dann holen wir uns die Beyond ATC wieder hoch. Austrian 320 Report established on Final Approach. Austrian 320, affirmative. Endlich. Wir kriegen unsere Landing Clearance. Er hat uns checkt. 3.500 Fuß. Das macht er normalerweise eigentlich über den Approach-Modus mit. Wenn er denn dann genau jetzt die Guidance gibt, dass wir den sinken sollen. Wir sollen sinken. 2,500. Okay, 11 Meilen Distanz. Wir werden schon mal vorsichtig die Flaps auf Stufe 2 ausfahren. Beyond ATC machen wir wieder zu. Da kriegen wir dann noch einmal eine Landing Clearance, aber ansonsten ist das alles okay. Dann, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Landing Gear kommt dann runter, die Signs sind on. Spoilers ist jetzt armed und Flaps Full ergibt sich. Wir können eigentlich schon mal Gear Down machen. Haben wir Gear Down. Da haben wir ein super tolles Wetter. Contact Grass Tower 118.2. Okay. Contact Graz Tower 118.2 Austrian 320. Perfekt. Graz Tower Austrian 320 Servus. Descending to 3.500 Fuß oder Feet. Austrian 320, Grass Tower, wind 340 at 4, runway 16 center cleared to land. Runway 16 Center clear to land Austrian 320. Perfekt, perfekt. Jetzt haben wir's. Da wollten wir vorhin sein. Da schieft's runter. Das schaut aber geil aus. Flaps 3. Können eigentlich auch Flaps Full machen. So, dann haben wir Landing. No Blue. Bitte perfekt. Wir wären. Gefühle sind wir sehr hoch. Kommen wir da wirklich runter? Naja, werden wir schauen. Müsste sich hier eigentlich ausgehen, würde ich jetzt einmal sagen. Von den Papi Lights sehe ich eigentlich nur einen. Was ja eigentlich heißen wird, dass wir zu hoch sind. Ich übernehme My Control. Heute läuft alles anders. Ein bisschen runter. Ich will zwei Papi Lights sehen, zwei weiße, zwei rote. Füße auf die Pedale, wer weiß, der Wind kommt ein bisschen von links. Also ich sehe schon die Guidance da, die wird uns nicht ganz runterbringen. Jetzt sind wir aber wesentlich zu niedrig. Da werden wir mal schauen, dass wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen leveln. Mein linker Fuß sitzt am linken Rudderpedal. Wir haben ein bisschen Seitenwind. Der wird irgendwie gerade immer stärker, habe ich das Gefühl. Wir wollen runter. Wir wollen die Landing Rate auch sehen, dann blenden wir uns das noch ein. 200. Alles geht schon. Retard. 5.
316 FPM, ja okay, das war schlecht. Aber es ist ja auch kein Landing Rate Tutorial. So, Reverses. Austrian 320. Reverses stowed. Flaps ab und die Speed Brake auch ab. So. Genau, dann sind wir da jetzt auf der Runway. Wo müssen wir denn hin? Wir sind da in Graz, da müssen wir da rüber, also müssen wir umdrehen. Naja, dann werden wir das einfach machen. Exit next available taxiway. Da kommt kein Next Available Taxiway mehr, deswegen werden wir da jetzt einfach mal sagen, wir machen einen U-Turn. Ist schon okay. Gas geben. Austrian 320, Grass Tower. Ein bisschen mehr Gas noch geben. Aber das geht, der Airbus A320 ist wendig, der kann sich ja quasi fast im Kreis drehen am Stand. So, was sagt unsere ATC? Die ATC möchte, dass wir taxien, genau. Exit next available taxiway Austrian 320. Das möchte sie natürlich noch hören. Wenn wir da mal exiten, dann dürfen wir dorthin. Welcome to Graz Airport. Say parking Ja. or advise if need assignment. Request taxi to company gate Austrian 320. Austrian 320. Say again ramp number. Ramp 1. Austrian 320. Say again ramp number. Request Ramp 1 Austrian 320. Austrian 320. Mag er Say nicht. again ramp number. Ja, gib. Request ramp 1, Austrian 320. Austrian 320. Ramp 1 taxi via Bravo. Alpha 1, Delta 1. Was ist denn mit meinem Flughafen Graz los? Da fehlt ja die Hälfte. Das ist irgendwie nicht mehr die Szenerie, die ich erwartet hätte. Sehr merkwürdig. Sind wir überhaupt in Graz? Ja, anscheinend schon, ja. Okay, lustig. Wirklich, der Flughafen schaut ganz anders aus. Da ist die Szenerie einfach nicht geladen. Naja. Ramp 1 via Bravo, Alpha 1, Delta 1, Austrian 320. Im Großen und Ganzen war's das jetzt. Weil jetzt kommen keine Funkanzeigen mehr. Jetzt werden wir uns damit werden wir uns daher warten. Damit stehen wir jetzt hier auf dem Standardflughafen Graz. Ja, der schaut wirklich viel besser aus, wenn man den kauft. Und ich glaube, Beyond ATC ist fertig. Genau. Wir können einen Windcheck machen, einen Radio-Check machen, wir können die 80s uns wieder anhören, aber grundsätzlich ist der Flug jetzt fertig. Und das, meine Lieben, ist das Zeichen, dass wir fertig sind. Es gibt da nichts mehr zum Sagen. Es hat extrem Spaß gemacht mit Beyond ATC. Ich habe eine Landung versemmelt, musste einmal mehr oder weniger einen Go-Around machen, weil er uns auch dann keine Landing Clearance gegeben hat. Dann haben wir den Punkt PIP 2N passiert, so wie er das wollte. Er wusste, wo wir sind, und er hat uns dann die Clearance gegeben zum RNAV 16 Center Approach. Und ja, wir konnten dann landen, doch mit Landing Clearance. Macht wirklich Spaß, man muss nicht reden, man kann Windcheck. Aber wenn man will,
dann kann man. Wind 320 at tree. So, ich habe genug geredet für heute. Ich würde sagen, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Es war hoffentlich ein bisschen was Lehrreiches dabei zu Beyond ATC. Es ist keine Werbung. Es ist meine Meinung. Ich finde das super. Ich finde das richtig gut. Ich kann es nur empfehlen. Und solange es kein konkurrenzfähiges Produkt gibt und ich weiß, da kommt bald eins mit Traffic Injection, das ja, ist auch relativ stark, klar, ist das die ATC to go. Das ist der only one ATC meiner Meinung nach. Die Default ATC von Asobo kann man in die Tonne werfen. Das hier macht Spaß und das ist Leben, weil auch wirklich was los ist und die echten Flugzeuge dann herumcruisen in den Liveries, wie sie halt herumcruisen würden. Richtig nice. Also, danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen, war meine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Gerne mit diesem Video oder dieser Playlist weiterschauen.